Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch ein tolles Aufwärmprogramm zeigen mit Koordinationsübungen. Wir sind also in Bewegung und es soll vor allen Dingen darum gehen, die schwache Seite zu schulen, also die linke Seite als Rechtshänder und die rechte Seite als Linkshänder. Darauf sind alle Übungen ausgelegt und direkt nach dem Intro geht's los, also dranbleiben. Viel Spaß mit meinem neuen Video. Bevor ihr startet mit der Übung, ist es empfehlenswert, je nach Gruppengröße, euch einen kleinen Rundparcours abzustecken, damit ihr eine klare Vorgabe gebt, wo sich die Schüler entsprechend oder wo ihr euch entsprechend dann aufhalten sollt, beziehungsweise wo ihr herlaufen sollt. Ihr braucht für alle Übungen nicht mehr als einen Ball und einen Schläger. Einige Übungen sind nur mit Ball, einige Übungen sind nur mit Schläger. Alles Koordinationsübungen im Laufen und geschult werden soll in erster Linie eben halt auch die schwache Seite. Das heißt, wir versuchen alle Übungen nicht nur mit rechts zu machen, sondern auch mit links. Macht die Sache natürlich deutlich schwerer. Oder eben nicht nur mit dem rechten Bein, sondern auch mit dem linken Bein. Das erste, was wir machen, ist das Ballprellen. Also wir nehmen den Ball, die Kinder, die Schüler oder eben die Erwachsenen haben entsprechend einen Ball und prellen den mit der rechten Hand. Danach das Ganze auch mal mit der linken Hand versuchen. Das ist schon relativ schwierig, gerade für Kinder, die natürlich auf der linken Seite noch nicht so ausgebildet sind und sich damit schon relativ schwer tun. Die dritte Übung ist eben das Prellen mal mit beiden Händen. Linke Hand, rechte Hand, linke Hand, rechte Hand. Soweit alles klar. Die nächste Übung ist schon etwas schwieriger, nämlich die Schüler sollen jetzt im Laufen versuchen, den Ball hochzuwerfen, den Kopf zu treffen und wieder zu fangen. Und ihr seht jetzt hier, wie das in meinem Training aussieht. Ihr seht, dass die Kinder damit schon auch relativ viele Probleme haben. Also eine gute Übung eben, sich den Ball auch zielgerichtet zu werfen. Für den Aufschlag zum Beispiel. Und ja, das einfach mal versuchen. Dann die nächste Übung, ebenfalls sehr schwierig. Könnt ihr auch mit Erwachsenen machen. Die werden auch ihre Probleme haben. Das heißt, hinlaufen, im Laufen den Ball hochwerfen und versuchen, hinter dem Rücken zu fangen. Was hier wichtig ist, ist, dass ihr entsprechend mit dem Kopf dicht am Ball vorbeigeht, um hinten eben den Ball in der Kuhle fangen zu können. Schult jetzt so ein bisschen den Abstand zum Ball, dass ich natürlich eben sehen muss, dass den Ball nicht zu weit nach hinten werfe, weil so würde das Ganze dann eben wieder nicht funktionieren. In der nächsten Übung, die gibt es eben zum Beispiel auch im Fußball relativ häufig. Ich versuche den Ball hochzuwerfen und noch bevor der Ball auftippt, gehe ich eben entsprechend mit dem Bein um den Ball herum und fange ihn entsprechend hier wieder auf. Eine weitere gute Übung könnte zum Beispiel sein, dass ihr versucht, den Ball im Laufen mit dem Knie zu prellen und den Ball wieder aufzufangen oder entsprechend das Ganze auch mit dem Fuß zu machen. Also Ball tippt auf, ich spiele ihn einmal mit dem Fuß hoch, fange ihn wieder auf. Und hier könnt ihr das Ganze natürlich auch ganz individuell für euch machen. Das heißt, individuell für euch schwieriger oder leichter machen. Für die Leute, die es schon gut können, vielleicht für Erwachsene, könntet ihr das Ganze so machen, dass er aus der Luft gefangen werden soll. Oder eben für Kinder, dass ihr entsprechend nur versuchen sollt, den Ball mit dem Knie zu treffen und dann entsprechend auf Abstand wieder zu fangen. Und so könnt ihr das Ganze immer individuell für euch auch bauen. Dann wäre eine weitere gute Übung zum Beispiel, dass ich den Ball hochwerfe. Ich setze mich einmal auf den Boden, komme wieder hoch und soll den Ball dann spätestens nach dem dritten Dotzen 1, 2, 3 wieder fangen. Die nächsten Übungen sind mit Schläger und Ball. In der ersten Runde prellen mit dem Schläger nach unten. Für Kinder passiert häufig das hier, dass die so prellen. Das sollte natürlich vermieden werden, ja, dass sie lernen, immer mit dem Schläger über dem Ball zu sein. Das Ganze schulen wir auch mit links. Das heißt, wir wechseln einmal unsere Seite, prellen den Ball mit links. Und dann kann man das Ganze auch noch mit links, rechts machen, den Wechsel. Eben gut für das Ballgefühl und gar nicht mal so einfach.
Als nächste Übung, auch relativ schwierig. Da gibt es immer eine Sahneseite und eine, die besser geht und eine, die weniger gut geht. Nämlich vom Schläger aus gesehen ist die Seite etwas einfacher. Ich prelle den Ball, versuche jetzt hinter meinem Körper zu kommen und ohne dass ich den Ball, die Beine anhebe, versuche ich den Ball durch die Seite, durch die Beine hier zu spielen. Das ist eben jetzt eine Übung, wo man natürlich jetzt nicht laufen kann. Ja, also man könnte zwar jetzt in Bewegung sein, würde aber natürlich auch hier wieder den Schwierigkeitsgrad sehr nach oben treiben. Also das sicherlich erstmal nur mit Leuten machen, die wirklich schon fortgeschritten sind. Und das Ganze könnte man jetzt auch in die Nicht-Schokoladenseite machen, also hier rüber und so. Ja, gar nicht mal so einfach. Oder man nimmt eben auch eine Variante von der ganzen Geschichte, macht das so und dann wechselt man hier in die linke Hand und versucht es so zu machen. Und jetzt wechsle ich wieder auf die rechte Hand. Koordinativ sehr anspruchsvoll, aber ihr werdet sehen, eure Schüler werden das lieben. Macht richtig Spaß. Das Ganze könntet ihr zum Beispiel auch ergänzend in einer Achterform machen, also immer nach links raus durch die Beine, nach rechts raus durch die Beine. Auch das mit links und rechts mal probieren. Dann könnte man Folgendes machen, die Schüler laufen und auf Kommando vom Trainer sagen wir hopp und beim Prellen sollen die sich jetzt auf die Knie setzen und dann wieder nach oben kommen. Ja, habe ich jetzt nicht als Video aus meinem Training, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Kinder laufen, hopp, einmal runter und wieder nach oben und weiterlaufen. Das Ganze könnte man jetzt auch adaptieren, indem man sagt, okay, man wechselt. Für die, die sehr, sehr gut sind, auch hier liegt es wieder an eurer Spielstärke, die ihr im Training habt, könntet ihr entsprechend auch aus diesem Bereich auch mal den Rahmen mit dazu nehmen. Gerade da haben die Kids sehr, sehr viel Spaß dran, wenn ihr das mit Kindern macht. Eben halt zum Beispiel auch könnte man am Ende des Ganzen auch nochmal einen Wettbewerb machen. Wer schafft es am längsten? Ja, ich zum Beispiel jetzt gerade gar nicht. Aber wer schafft es am längsten, den Ball auf dem Rahmen zu balancieren? Ja, und dann habt ihr noch mal ein kleines Spiel gegeneinander, vielleicht zum Abschluss dieser ganzen Aufwärmgeschichte. Und das macht den Wettkampfcharakter noch mal so ein bisschen hervor und ja, macht den Kindern und Schülern natürlich auch viel Spaß. Eine weitere Übung mit Ball und Schläger könnte zum Beispiel so aussehen, dass ihr entsprechend einen Ball hochspielen lasst, den anderen Ball mit dem Griff hochspielt und wieder wechselt. Ja, auch hier versuchen wir wieder beide Seiten einzubeziehen. Das heißt, nachdem wir das mit rechts gemacht haben, können wir das auch mit links versuchen. Seht, das ist relativ schwierig. Ja, genau. Und wieder hoch. Ja, ihr seht, selbst ich tue mich da schon relativ schwierig auf der falschen Seite. Und da könnt ihr auch wunderbar wieder Abstand zum Ball üben und vor allen Dingen eben wieder auf beiden Seiten arbeiten. Natürlich steht es euch auch frei, einzelne Komponenten mal miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel im Laufen einfach mal den Ball hochspielen, dann den Fuß benutzen, wieder hochspielen, dann das Knie benutzen, dann mal hochspielen, dann den Rahmen treffen, wieder hochspielen, den Griff nehmen, wieder hochspielen, köpfen, wieder hochspielen, direkt aus der Luft. Also ihr seht, da ist einiges drin, was ihr miteinander auch kombinieren könnt. Das waren meine Koordinationsübungen mit Ball und Schläger zum Warm-up und vor allen Dingen eben, um die schwache Seite eben zu trainieren. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr könnt es mitnehmen für euer Training, könnt damit selber mal ein paar Übungen machen und lasst es mich wissen in den Comments, wenn euch das gefallen hat. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like und natürlich auch über jeden Follow hier in meinem Kanal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Martin.